Wenn man sich was Neues wünschen darf für Objektive, ist es eigentlich immer das Gleiche. Es soll klein sein, kompakt, leicht und scharf. Nun, das alles haben wir jetzt im neuen Objektiv von Sony, das 16 bis 35 Blende 4G. Und was das kann, das gucken wir uns an. Okay, 1635er, das hatten wir schon mal, auch als Version 4 und sogar als 2.8er Version als G-Master. Warum also nochmal eins? Nun, Sony hat mittlerweile ein so großes Standardrepertoire an Objektiven gebaut, dass nicht mehr wirklich was fehlt. Deswegen kann man anfangen, bestehende Brennweiten zu nehmen und zu optimieren. Und zwar mit allen Sachen von der Wunschliste. Objektive werden leichter, kleiner, schärfer und sie bekommen teilweise sogar Features, die wir nicht auf dem Schirm hatten, aber wenn sie da sind, auf jeden Fall Spaß und Funktionalität mit sich bringen. Okay, gucken wir uns das Ganze erstmal von außen an. Wir haben ein kleines, kompaktes Objektiv. Das wiegt 353 Gramm. Im Vergleich zum Vorgänger sind das 165 Gramm weniger. Das heißt, da spart ihr schon mal gut ein. Was neu mit dazugekommen ist, ist ein dedizierter Blendenring. Der ist sowohl lockbar als auch deklickbar für die Videografen. Dazu gibt es noch einen benutzerdefinierten Knopf, den ihr frei belegen könnt, und eine Zoomwippe. Zoomwippe, ja, ihr habt schon richtig gehört. Wenn ihr den ganzen Titel von dem Objektiv kennt, dann ist da so ein kleiner Zusatz mit PZ. Das Ganze steht für Power Zoom. Das bedeutet, in diesem Objektiv ist ein Motor eingebaut, der die ganzen Linsenelemente verschieben kann. Das können normale Objektive so nicht. Das Ganze ist der XT-Linearmotor, der auch hier für den Fokus zuständig ist. So eine Zoom-Wippe kennt man normalerweise von Camcordern. Hier hat man am Griff so eine kleine Wippe, damit kann man halt rein und rauszoomen, ohne ans Objektiv greifen zu müssen. Hier haben wir diese Zoom-Wippe direkt ans Objektiv bekommen. Ihr könnt natürlich aber auch weiterhin mit einem normalen Zoom-Ring das Ganze rein und rauszoomen, wie ihr es gewohnt seid. Wozu brauchen wir jetzt wirklich einen Power-Zoom? Nun, Power-Zooms haben relativ viele Anwendungsbereiche. Für den Videobereich hat Sony sich allerdings hauptsächlich gedacht, nun, Vlogger und Content Creator, für die möchten wir was Gutes tun. Wenn ihr zum Beispiel eine ZVE10 habt oder eine FX3, dann habt ihr direkt am Auslöser so einen kleinen Zoomhebel. Damit könnt ihr das Ganze ansteuern. Alternativ, und wir legen es jedem ans Herzen, der relativ viel mit Videos zu tun hat, vor allem die Vlogger, dieser kleine Bluetooth-Griff, schnallt ihn unter die Kamera und ihr habt direkt am Daumen die Möglichkeit zu zoomen. Ihr könnt es einstellen, wie langsam oder schnell ihr es haben möchtet, und das Ganze ist auf jeden Fall deutlich weicher, als wenn ihr einfach am Objektiv rumdreht. Okay, wenn ihr unsere Videos schon länger kennt, ihr wisst, wir sind absolut keine Vlogger. Wo wir allerdings auch die Stärke bei so einer Sache sehen, ist ganz klar bei Gimbals. Wir arbeiten sehr viel mit denen und hier haben wir einfach mehrere Möglichkeiten, die uns dieses Objektiv bringt. Wir haben den Power Zoom und wir haben eine interne Zoom-Einheit. Das bedeutet, wir haben keine Gewichtsverlagerung. Ihr könnt also, während ihr den Gimbal benutzt, ein bisschen raus oder reinzoomen, ohne es neu kalibrieren zu müssen. Wenn wir uns das Ganze im Vergleich angucken mit einer Aufnahme, die mit einer Brennweite gemacht wurde, die gleich bleibt, dann sehen wir, okay, es ist eine schöne Aufnahme, die etwas zeigt. Wenn wir jetzt allerdings auch noch den Faktor Zoom mit reinbringen, dann sehen wir, es bringt viel mehr Dynamik, noch eine richtige Zoomfahrt mit da reinzulegen, und hier haben wir viel mehr Spielereien, und das, obwohl wir nur an einem kleinen Rädchen drehen müssen. Diese Motoren sind allerdings nicht nur für den Zoom da, sondern auch für den Fokus. Es sind die Sony XT-Linearmotoren. Das Ganze kennen wir auch schon aus dem neuen 70 bis 200 G-Master Version 2, was letztens vorgestellt wurde. Und hier haben wir dieselben Vorteile auch in dieses Objektiv bekommen. Es ist klein, es ist leicht, Autofokus ist extrem schnell, sehr, sehr leise und das Focus Breathing wurde auf ein Minimum optimiert. Nun, das Paradox ist, wir reden die ganze Zeit über Video, aber das ist eigentlich keine Cinema-Optik, sondern eine normale Foto-Optik. Daran sieht man, dass Sony mittlerweile, genau wie bei den Kameras, sehr stark auf Hybride setzt. Sowohl gut im Fotobereich als auch sehr stark im Videobereich. Für die Fotografen möchte ich natürlich auch erwähnen, hier habt ihr ein richtig kompaktes, richtig geiles Objektiv. Ihr habt 16 bis 35 als Brennweite, perfekt für Landschafts- und Architekturfotografen und schärfer.
vor allem schärfer. Wenn wir jetzt einfach mal gucken, in der Bildmitte werdet ihr es nicht unbedingt merken, aber in den Randbereichen, wo es wirklich darauf ankommt, dass es da scharf ist, da werdet ihr auf jeden Fall merken, dass das neue G hier schärfer ist als die alte Sony Zeiss-Version. Dazu noch kompakter und leichter. Das passt auf jeden Fall für den Landschaftsfotografen wunderbar in den Rucksack mit rein und es gibt keinen Grund mehr, so ein Objektiv nicht mehr damit dabei zu haben. Fazit. Wenn ihr einen wirklichen Weitwinkel als Zoom-Objektiv aktuell sucht, dann ist dieses Objektiv das Richtige. Es ist kleiner, leichter, kompakter als die anderen in dem Moment. Ihr habt neue Motoren da drin, die schneller ans Ziel kommen, leiser sind. Ihr habt interne Zoom- und Fokusmöglichkeiten für Gimbal-Use-Cases und natürlich auch für die ganzen Content-Creator und Vlogger. Wer hier was sucht, ist auf jeden Fall mit dem neuen 16-35 Blende 4G an der richtigen Adresse. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich um einen Daumen und ein Abo freuen. Falls ihr Fragen habt, gerne unten in den Kommentarbereich. Und wir würden auch darauf aufrufen, aktiviert gerne die Glocke. Wir machen regelmäßig Livestreams mit Experten aus der Industrie. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, werdet ihr dort auf jeden Fall direkt beantwortet. Das heißt, wir würden euch gerne beim nächsten Livestream auch mit dabei sehen oder im nächsten Video. Bis dahin.